die Dimension dessen, was da passiert ist einfach eigentlich unvorstellbar. Das ist allgegenwärtig. Das ist Teil unserer Geschichte, unserer gemeinsamen Geschichte in Europa. Ich könnte jetzt auf die Frage, warum mache ich das oder warum machen wir das, gar nicht so eine präzise Antwort geben. Was aber die ganze Zeit über da war, von Anbeginn an, ist dieses, ja fast so ein Satz wie, das muss ich machen. Und das war ja mein Leben lang auch ein diffuses Gefühl, dass dieses Thema einen Einfluss auf mich und mein Leben hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich war nur einer von vielen, die das Gleiche erlebt haben, dann ist die Dimension dieses Transgenerationalen in so einem Ort immens. Das ist ein wichtiges Foto. Das ist ja der Cousin, der dann auch hier wieder auftaucht. Wilhelm Rietz, 41, gefallen. Ist ja irgendwie ein gut aussehender junger Mann, ne? Ich finde, die Augen sind in diesem Foto so lebendig. Ich bin gespannt, ob sie diese Postkarte noch hat, die er geschrieben hat zum Schützengraben. Liebe Eltern, heute schreibe ich euch nur eine Karte. Zu einem Brief reicht meine Zeit nicht aus. Bei uns ist jetzt der russische Winter eingekehrt und es ist ganz anständig kalt und wir haben noch keine Winterausrüstung. Unsere Stellung haben wir auch wieder gewechselt und schlecht getroffen. Sonst ist alles noch in Ordnung. Es grüßt euch herzlich, euer Wilhelm. Mit so einem zittrigen Händen hat er vor Kälte geschrieben, der russische Winter hat eingesetzt und wir haben keine warme Sache. Das war die letzte Karte nach Hause. Ja, vergesst nicht die Geschichte. Erinnerung ist wichtig. Und so hat es ja auch mal ein jüdischer Rabbi gesagt, Rabbi Baal Shem Tov, um 1700 geboren in Litauen, Polen damals, der gesagt hat, Vergessen führt ins Verderben. Die Erinnerung jedoch ist das Geheimnis der Befreiung, der Erlösung. Mein Vetter, der war Jahrgang 21 und nachmittags um 5 hat es ihm was geläutet. Sonst normal läutet es hier morgens um 9 für einen, der verstorben ist. Aber für den Gefallenen hat es da um 5 geläutet und wir haben bei Lehrmanns gespielt. Hab ich gedacht, Mensch, wie oft bin ich schon gefallen und kein Mensch hat was gesagt. Stell dir den Gedankengang vom Kind vor. Und Oma Lehrmann sagt, Kinder, mag mal die Tür ab. Ich glaube es lut. Und da sagt sie, wem mach es denn wohl was läuten? Ich wusste es. Und meine Oma hat gesagt, dieser Trauertag gehört uns heute allein. Morgen kann's das Dorf haben. Also muss ich stille sein, obwohl ich wusste, wem es was läutet. Ja. Es war schlimm. Und dann war hier die Flugschneise Hannover-Berlin. Und wenn Voralarm war, dann mussten wir schon nach Hause von der Schule. Und es war also im Grunde am Tag hell die Nacht. Und der nächste Tag war ein sonniger Tag, aber die Sonne kam nicht durch, weil alles verräuchert war.
Und wir hatten also zu Hause also eine Art Splittergraben und sind dann auch nachts immer aus dem Haus rausgeführt worden, haben in diesem Graben dort mitgesessen. Und da konnte man eben diese vielen, vielen Bomber dann am Himmel sehen, die nun hier drüber wegflogen. Fliegeralarm hat es bei uns gegeben, wenn sie Breslau bombardiert haben. Dann mussten wir auch in den Luftschutzkeller. Durchs Radio kam dann immer Pozor, Pozor, also Vorsicht, Vorsicht, Bomben auf Breslau oder was sie denn da gesagt haben. Ne? Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Braunschweig wurde 1944 im Oktober bombardiert. Ein großer Angriff. Und wir saßen hier im Keller, Oma und Opa, Mama und wir beiden Kinder. Und dann, wie wir schon eine lange Zeit gesessen hatten, da sagte Mama, ich will mal gucken, wie es wohl draußen aussieht. Und wie sie runterkam, da sagte Oma, wenn wir heute noch mal rauskommen aus dem Keller, dann haben wir großes Glück. Der ganze Himmel ist hell, sagt sie. Und da sagt meine Oma, weißt du was, lass uns bloß dicht zusammensitzen, wenn es uns trifft, dass wir alle weg sind. Da kann ich mich noch genau drauf besinnen, das war der Angriff auf Braunschweig. Anderen Tag wurde es nicht hell. Wir wussten aber nicht, dass es Braunschweig war, was bombardiert wurde, weil wir anderen Wind hatten. Wurde nicht hell. Und dann kamen die ganzen Papierfetzen, die kamen hier durch den Wind her. Kannst du dir gar nicht vorstellen, sowas. Unser Ansatz war ja eher der, zu sagen, was hat dieses unschuldige Kind erlebt? Und, das ist mir dann auch immer wichtig an der Stelle, dass da Menschen sind, die zuhören, die nicht zuhören mit diesem Bewerten oder bewerten wollen und herausfinden wollen, was ist dein Schuldanteil da drin. Und ich glaube, dass wir ja auch auf unterschiedliche Art und Weise zuhören können. Und das ist etwas gewesen, was ich auch in diesen Interviews gespürt habe, dass man mit den Ohren hören kann, aber dass ich auch mit dem Herzen hören kann. Und in dem Moment, wo Menschen mir gegenüber sitzen und wirklich von ihren schrecklichen Erlebnissen berichten und erzählen, und ich das aber nicht nur als eine sozusagen Geschichte auf einer Faktenebene hören kann, sondern in dem Moment, wo ich wirklich auch mit meinem Herzen dabei sein kann und das so gut es geht auch fühlen kann. In dem Moment macht das einen Unterschied. Und wir haben ja oft nach den Interviews auch uns darüber ausgetauscht. Das war schon auch eine berührende Erfahrung. Und es war auch ein Geschenk, das so erleben zu dürfen. So richtig Krieg und Bomben und sowas war bei uns, habe gar nicht so erlebt. Nur wie Königsberg bombardiert, kann ich mal als Kind erinnern, das war ganz schlimm, es war ein Sonntagnachmittag. Mein Vater war auf dem Feld und ich musste ihm Vesperbrot bringen. Und dann sagte er, lauf schnell nach Hause. Und dann haben sie Königsberg bombardiert. Und dann nachher kamen schon immer Soldaten. Dann hatten wir schulfrei. Dann konnten wir nicht in die Schule, weil die Soldaten da einquartiert waren. Bis dann der Winter kam, 1945. Es war an meinem Geburtstag.
am 24. Januar, Nachmittag. Mein Vater stand am Fenster und dann sagte auf einmal, da die Russen kommen. Dann haben sie von meinem Cousin die Frau gleich mit. Und mein Vater musste Laterne halten und dann haben sie die vergewaltigt. Und dann, ob er noch da war, der Russe nicht. Papa kam bloß hoch und sagte, Kinder, lauft. Und dann sind wir bei meiner Schwester, bei Grete, ihre Freundin in die Frauenbücherstraße, das war so schräg rübergelaufen. Naja, und dann sind wir nur im Versteck. Ich blieb oben immer in der Stube bei den Neumann, hieß die Familie, wo wir hingelaufen sind. Und die Mädchen, die waren im Keller, sagt der Onkel Neumann, die kommen wieder. Und dann kam einer und dann sagte er wusste genau, ob es jemand, das wurde gesagt, wir sind verraten, aber ich weiß nicht. Hier 3, meinte Frau, nicht? Na. Und dann kam er bei mir. Ich saß auf der Ofenbank und hat mir dann so hier so das Zöpfe hier so gemacht, nicht? Und dann sagt er, wie viele Jahre soll nicht? Und die hatten sie mir die Tante Lieschen hatte mir eingefleischt, sagst du immer 8 Jahre, nicht? Und dann sag ich, zeigte ich ihm 8 Jahre, nicht? Und dann guckt er so, und dann der Onkel Neumann gab ihm dann so eine Handschuhe, so eine Filzhandschuhe. Hier, Kamerad, nicht? Die nahm er. Und dann hat er noch immer geguckt, und wir waren ja nur so auch katholisch erzogen und so. Und Tante Lieschen, die stand immer vor Muttergottesbild und betete immer. Mein Gott, sagt sie, nun nimmt er die Marielle, sagt die mir nicht. Aber das macht er nicht. Dann nahm er das Bett, das Federbett, und legte es auf den Tisch. Und dann steckten sie alles an. Und es war wie jetzt auch ein Geschenk auch, wenn die Menschen, die im Raum waren, auch die Stille nicht nur aushalten konnten, sondern in der Stille sein konnten, gemeinsam miteinander. Und in dem Moment habe ich auch gemerkt, dass die Qualität des Erzählens sich verändert hat. Also dass nicht nur ein Film, der erlebt wurde und irgendwo in unserem Nervensystem vielleicht auch abgespeichert war, wiedergegeben wurde, als eine 1:1 Filmaufnahme, sondern es war ein anderes Erzählen, weil es war ein Zurückgehen an den Punkt, an dem etwas erlebt worden war. Kinder essen Rude. Fahnenjagen, da kommen wir noch zu. Fahnenjagen 1938. Ist das 38? Rude, 6. Juni 38. Ja. 1939 wurden die ganzen Deutschen heim ins Reich geholt, nicht nur aus Lettland oder aus den baltischen Staaten, sondern, glaube ich, aus der halben Welt hat der Adolf Hitler alle hergeholt. Und mein Vater hat gesagt, ich bin lettischer Offizier, ich gehe nicht von der Fahne, ich bleibe hier. Nicht? Und das hat er dann auch gemacht. Das war dann auch das Ende von ihm. Denn er ist dann 1941 im Frühjahr von den Russen zu 8 Jahren Zwangsarbeit am Eismeer verurteilt worden. Und ein Sanitäter hat ihn erkannt und hat mit ihm gesprochen. Und dann hat er ihm gesagt, was mit ihm passiert ist. Nicht? War schon Mist, das Ganze. Nicht? Dieses ganze Umsiedelei und auch diese Diktatur. Nicht? Das war doch schlimm. Diese arroganten Deutschen waren dann auch nicht so beliebt, nicht? Und dann die haben ja auch alle geschworen auf Adolf Hitler, nicht? Das war ja der Tollste, nicht? Und dann haben die gesagt, klar, gehen wir heim ins Reich, nicht? Und dann sind die alle weggezogen. Meine Mutter ist im Dezember, also am 5. Dezember 1919 in Konstantinowka geboren. Das ist in Galizien. Das ist heutzutage ist das ein Teil der Ukraine. Und wurden dann ja 1941 ausgesiedelt, weil der Adolf mit dem Stalin ja diesen
Pakt geschlossen hatte. Und dann dadurch kamen wir in den Warthegau. Und dann war meine Mutter ganz alleine, die ganze Familie war ja schon in Deutschland oder im Warthegau und gemeint hat, da kommt er so schnell garantiert nicht wieder raus. Und dann ist sie zu ihrer Schwester eben über Heilbronn nach Kalisch gegangen. Nicht? Wir haben in einer Wohnung gewohnt, eine schöne große Wohnung. Die war in der ersten Etage, da kann ich mich noch erinnern, da sind wir die Treppen hochgegangen, nicht, und so. Und da ging es uns eigentlich gut. Wie gesagt, da haben sie die Polen regelrecht rausgeschmissen. Nicht? Die haben gesagt, hier haut ab und hier kommt Deutsch rein. Und mein Onkel erzählte noch, dass fast das Haus noch warm war und nicht, die gerade so kurz vorher, ein paar Stunden vorher die haben da gar keine Hemmung gehabt, die Deutschen. Nicht? Also, die haben sich schon nicht gut benommen. Nein. Ich habe das nicht so mitgekriegt, weil ich zu klein war. Das war eine Folge von etwas. Das konnten die Menschen, die ja, und das muss man ja immer wieder auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als sie fliehen mussten oder vertrieben wurden, ja Kinder waren. Und dennoch haben sie ja zumindest in den Interviews mit uns die Dimensionen schon auch immer mit einfließen lassen. Und dass auch ganz klar war, dass das, was sie erlebt haben mit Flucht, Vertreibung oder auch, dass sie einfach ihre Heimat verlassen mussten, eine Konsequenz von etwas war, was die Deutschen über Europa gebracht haben mit einem Unrechtssystem. Und auch dieser Kontext, der war irgendwie in allen Interviews präsent. Und dann war es ganz still. Ganz still war es. Und dann sagte Onkel Neumann, das ist nichts Gutes. Nicht? Und dann guckte er und so. Und dann konnten wir nach dem Friedhof gucken. Und er sagte, da kommen die Panzer. Und das waren deutsche Panzer. Zwei Panzer, denke ich, war. Ein großer Soldat, kann ich mir noch so sehen, so großer. Und dann kamen die rein und dann sagte was ist, ja, die ganze Bevölkerung war da. Der Bürgermeister hat nicht zu flüchten gegeben und Soldaten waren keine nicht. Und dann sagte er, alle raus. Wir haben euch hier freigemacht, die müsst ihr gleich auf die Nährung. Und die Grete sagte noch, wir warten auf die Eltern. Und dann sagte er, auf die Nährung und bleibt da, übers Haff rüber. Naja, wir gingen nun mit Neumanns mit und da gingen wir immer am Haff. Wir sind nie auf Ernährung so auf dem Land gegangen. Wir sind nur übers Eis bis Stutthof gegangen. Und da waren wir ein paar Tage und da kam von uns zu Hause ein Schlachter, der hat ein Geschäft gehabt. Und dann sagt der, Kinder, hier seid ihr. Und ich habe vor einer Stunde mit eurem Papa gesprochen. Na, und dann bin ich da sind wir nach Stutthof auf der Hauptstraße gegangen, aber wir haben keinen mehr getroffen. Das ist ja eine Menschenmenge, es konnte sicher keiner, jeder ist hier gelaufen, nicht? Es war, ich will sagen, wir waren wie Verlorene, kam man sich vor, nicht? Wie, als wenn wir zu keinem gehörten, so. Auch wie wir gelaufen sind. Ich kann Ihnen das gar nicht beschreiben. Man lief ins Ungewisse und wusste nicht, wo ist das Ende. Nicht? Na, und ja, wir liefen immer, wo die Menschen liefen. Und das sage ich heute immer, was mich und meine Schwester beschützt hat, denke ich, ist, wir sind nie in private Häuser gewesen. Wir haben uns immer Schutz gesucht bei den Kutscher. So, naja, und dann sind wir in Starnitz geblieben. Wir sind ja erst am 31. Januar 1945 sind wir aus Lilienfeld in Richtung Westen mit dem Flüchtlingstreck gezogen. Sind dann bis irgendwo an die Oder gekommen und dort mussten die Eltern, die Großeltern und meine Mutter sich trennen. Wir sind in Sandersdorf gelandet, das ist bei Leipzig, Bitterfeld, Leipzig.
Und dort sind dann nach Erzählungen ein Vierteljahr später im Mai meine Großeltern dann aufgetaucht. Die sind alle, wir waren, glaube ich, so eine Anlaufstation für die ganzen, denn Onkel Edi ist da gewesen, nur Onkel Hans nicht, der muss hier im Westen irgendwie von den Engländern überrascht worden sein. Bis kurz vor Kriegsende, als die Russen schon ganz dicht dran waren, da ist ein Bekannter auch wieder, meine Mutter hatte wirklich viele Bekannte und wirklich Glück, dass die ihr immer wieder geholfen haben. Der hat gesagt, wenn es eng wird, rufen Sie mich an, ich hole Sie dann von Berlin aus ab. Und dann sind wir im Zug von Kalisz nach Berlin gefahren. Und auf dieser Reise von Kalisz nach Berlin hielt der Zug und da mussten alle aus dem Zug raus. Nicht? Und dann haben wir in irgendeinem Graben gesessen und haben dann, der Zug wurde abgedunkelt, nicht? War kein Licht mehr drin und nichts. Und dann haben wir im Graben gesessen und haben die Flugzeuge über uns wegfliegen sehen und hören. Und dann kamen die Scheinwerfer von den Flakgeschützen, nicht? Die haben dann die Flugzeuge gesucht und haben sie dann auch, wenn sie dann einen in ihrem Scheinwerfer hatten, haben sie darauf geschossen. Nicht? Das war also eine Mordsknallerei da. Nicht? War schon beängstigend, muss ich sagen. Ne? Obwohl ich erst 4 war und eigentlich nicht so das so empfunden habe wie wahrscheinlich die Erwachsenen. Nicht? Ich fand das schon ein bisschen spannend, wie da rumgeflogen sind, die Flugzeuge. Nicht? Und das ist uns bestimmt 3 bis 4 Mal passiert. Dieser Herr Frieser, der stand da schon am Bahnhof, hat uns abgeholt und wir sind mit so einem alten Mercedes Mercedes weiß ich genau, weil ich diesen Stern gesehen habe. Und in dem Auto das blaue Licht, diesen Scheinwerfer, nicht? Das gab es da schon. Und mit dem sind wir dann also auf dieser Autobahn, die heute noch existiert, auf dieser A2, sind wir dann bis nach Triangel gefahren. Die Unterscheidung, was ist denn mein persönlicher Anteil da drin? Oder was ist der persönliche Anteil auch der Menschen, mit denen wir gesprochen haben? Und wo geht es über einen persönlichen Anteil hinaus? Also wo taucht auch in der Fragestellung, warum Essen-Rode, das Kollektive darin auf? Und dann könnte man, wenn man wollte, den Bogen sogar noch weiterspannen. Ist Essen-Rode jetzt etwas Besonderes oder ist Essen-Rode vielleicht auch in der Hinsicht nur etwas Beispielhaftes, was wir an vielen anderen Orten um Essen-Rode herum und vielleicht sogar noch darüber hinaus an gleichen Dynamiken, an gleichen Geschichten finden können. Aber der ist hier gar nicht mit drauf, ne? Der ist nicht mit drauf, aber du bist mit drauf. Du bist bei Mama auf dem Arm. Ach so, du müsstest da auch dabei sein, ne? Oder? Bist du nicht dabei? Was denn? Bist du nicht dabei? Doch. Ja, nee. Irgendwo bin ich. Das ist Onkel Paul. Ja, wo ist Siegfried? Ich war mit Siegfried zusammen. Mit Siegfried. Dann hatte ich ihn eben da, Siegfried. Naja, dann bin ich da oben auch irgendwo. Die? Ja, da bin ich. Der kleine Kopf da. Das ist doch Freddy, ne? Müsste ja Rüttgen dabei sein. Da. Das ist Freddy, ja. Da ist sie, ja. Das ist ja so riesengroß hier. Mit großen und hier so ein Gewölbe. Ja. Manfred Schönrock ist das? War der auf der Flucht dabei? Nein. Wir hörten ja die Kanonen eigentlich schon fast eine Woche. Aber den letzten Tag, da war ein schreckliches Wetter. Wir hatten minus 33 Grad. Und morgens um 5 Uhr weiß ich nur, dass meine Großmutter sagte, jetzt müssen wir alle los. 5 Kilometer hinter uns sind die Russen. Das ist so ein einprägsames Erlebnis, das ich auch nie vergessen habe. Dem Tag weiß ich, dass wir im Bett lagen, dann kam
Von draußen am Fenster wurde geklopft und wurde gesagt, jetzt ist Zeit, dass wir losfahren. Und ja, dann ging ganz Elisenhof, also alle Familien, dann zu den Wagen. Diese Wagen, wo wir drauf waren, die haben sie nachts heimlich gemacht. Die Männer, die noch da waren. Und auch die Frauen, die konnten. Sonst wären wir ja gar nicht mit so losgekommen. So schnell kann man keinen Planwagen, sag ich mal, aufbauen. Und ja, man hat sich so dran gewöhnt. Die waren alle da, alle, die du kennst, waren da. Für mich war das ja spannend. Also es war nicht so bedrohlich wie für die Erwachsenen, sondern da passierte endlich mal was. Und da sagt sie, da kommt einer übers Feld. Und wie er dichter kam, da konntest du sehen, Kurt hat ja gehumpelt, Kurt Nering. Der war ja noch 2 Tage vorher eingezogen worden mitsamt dem Trecker, dem Holzgastrecker. Der war 16 Jahre alt, hatte keinen Führerschein, gar nichts. Aber dafür war er dann gut, fürs Militär zu fahren. Es war auf der Flucht ein Problem, weil er ja zwangsverpflichtet war, also als Deserteur gegolten hätte, wenn man ihn erwischt hätte. Aber da hat der ganze Treck zusammengehalten, dass er also nicht kontrolliert werden wurde. Da haben sich alle gefreut. Und vor allen Dingen erst mal Frau Nering. Eine halbe Stunde später wären wir weg gewesen. Naja, man hat ja viel Elend gesehen. Man hat ja, wenn desto weiter wir kamen, es lagen tote Pferde im Graben. Und welche hatten schon gar kein Pferd mehr vor. Deswegen hatten unsere Franzosen, die hatten ja die 3 Pferde vor. Ja, gib mal einen ab. Und die haben so zusammengehalten, die Bengels da ging kein Pferd von weg. Das hat uns ja auch so hergebracht bis nach Esserode. Es gab dann noch französische Kriegsgefangene, unter anderem auch 2, die uns dann die ganze Flucht begleiteten, die als Fahrer dort mit eingestellt waren. Die Männer, die waren ja alle im Kriege. Da war manchmal, sind da welche beigegangen, dann haben die zusammengehalten, angehalten und dann gibt nichts. Ja, die haben zusammengehalten. Sonst hätten wir niemals so nach Esserode kommen können. Und es war ja so, denn wenn wir gefahren sind, dann hieß auf einmal nicht rechts rum, sondern links rum. Da haben ja den Soldaten gestanden und so weiter und haben ja gesagt, und dann haben sie auch zugesehen, dass da nicht jetzt welche reinfahren, dann wären wir ja getrennt worden. Also wir waren, so viel wie ich weiß, waren die immer zusammen. Immer zusammen, immer. Naja, die Familie Serenkraus, die hatten das 10. Kind gekriegt. Sie kamen durch ein Dorf und da sagten sie, ja, da wohnt eine Hebamme. Und dann haben sie die Frau da abgeladen. Und dann war auch das Kind schon gleich da. Also aber sie blieben dann da, die ganze Familie. Und dann wollten sie die Sachen runterschmeißen vom Wagen. Und dann sagt Frau Serenkraus, nein, wir kommen nach. Nehmt mal alles mit, wir kommen nach. Und dann sind sie nachher ins Lager gekommen in Friedland. Und das Lager wurde bombardiert und waren alle weg. Ich kann mich erinnern, in der Phase, dass wir in einem Waldstück hielten. Wir mussten von der Straße runter, weil da die Militärfahrzeuge waren. Und wir wunderten uns, dass die in der falschen Richtung fuhren, nämlich nach Westen. Die haben sich also schon zurückgezogen. Da haben Soldaten, die dort dann kurze Rast gemacht haben und auch erzählt, dass die Russen schon sehr bald da sind. Und da sind wir in der Nacht noch los mit den Wagen und möglichst ohne Licht mit einer Laterne, die Frau Klabunde vorweggetragen hat, durch den Wald hin zur Ostsee lang. Und das war so voll. Die haben immer gesagt, schnell, 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 die Brücke muss gesprengt werden. Und da waren so viele Flüchtlinge. Aber unsere Franzosen, die sind dann auch da durchgekommen. Da waren Panzersperren vorher schon vorgebaut. Aber da sind sie durchgefahren. Und ich habe jedenfalls keine Angst sonst gehabt. Angst hatte ich nur da, von Ture bis
Da hatte ich wirklich wahnsinnige Angst. Und vor allen Dingen mussten wir von Thurau aus noch zur Straße, das war ja ein ganzes Stück zu fahren. Und ich habe immer gesagt, auf der Straße sind die Russen. Die Hertha Ortmann hatte ein Kind geboren, noch in Elisenhof. Das war aber nur ein paar Tage alt, als es auf die Flucht ging. Und dem Kind ging es dann auch sehr schlecht unterwegs. Und das ist dann auch gestorben. Das war auch schlimm. Naja, war schlimm. Die ist ja ganz plötzlich gestorben. Und dann haben sie die nachher, die Kleine, dann nach Mistreu gebracht. Hertha musste dann das Kind dort lassen. Der Boden war gefroren, man konnte nicht mal ein Grab schaufeln. Und da wurde sie gefragt, woran ist das Kind gestorben? Ja, das wusste sie ja auch nicht. Für mich selbst kam dann auch so, ja, wir sind heimatlos. Ne? Also wir haben kein Zuhause mehr. Das war schon einschneidend. Ne? Das war dann eben doch was anderes als Abenteuer. Ne? Und das hat mich auch sehr begleitet, praktisch die ganze Flucht. Selbst noch in Essenrode, dass man sich nicht zu Hause fühlte. Ne? Das Zuhause war weit weg. Ne? Es war dann verhältnismäßig bald bekannt, dass wir nach Niedersachsen kommen sollten. Und dann kamen wir durch Essenrode und da stand der Harke, unser Bürgermeister, der Wichmann, standen da bei Metzes vor der Tür und sagten, nein, Grassl ist schon übervoll, bleibt mal hier. Ja, jetzt könnt ihr hier bleiben. Hier bleibt ihr? Ja. Und also hier kann erstmal nichts passieren, ihr braucht erstmal nicht weiter? Ich weiß, da hielten dann hier bei Mettes vor der Gastwirtschaft solche pferdebespannten Wagen, Planwagen. Aber als Kind konnte man die Dimension als solches noch gar nicht so erfassen. Ne? Dann ging das ja auch so langsam, denn Kindergarten rein, und dann nachher zur Schule. Und so. Dann hast du da gehört, da kommt der Vater nach Hause, da und... Noch einmal wollen wir das nicht erleben, ne? Nee. Nee. Noch einmal wollen wir das nicht erleben, ne? So bei der Sache. Jetzt so auf Trauma schauen würden wir ja sagen, okay, es gibt dieses persönliche Trauma, das Sie erlebt haben. Und gleichzeitig, wenn wir dann zu diesem Aspekt kommen von Zuversicht auch, es gibt ja diesen Punkt, den wir heute als Resilienz ja bezeichnen würden. Also es gibt ja eine Kraft bei all dem Schlimmen, was Sie erlebt haben, was Ihnen dann, nachdem Sie den Ort quasi in Essenrode gefunden hatten, wo Sie wieder auf sicherem oder halbwegs sicherem Boden waren, wo Sie dann nach und nach ja eben auch wieder zuversichtlich in die Zukunft, die dann ja auch kam, also Zuflucht, Zuversicht, Zukunft, in die Zukunft schauen konnten. Für mich war der Krieg vorbei, als wir wieder in unser Haus ziehen durften und ich in dem Bett liegen durfte, in dem ich vorher gelegen habe. Da war der Krieg vorbei. Nachdem die Engländer das Regiment übernommen haben und das Haus wieder geräumt haben. Wir waren beim Förster bis dahin untergebracht. Und dann kamen auch die Flüchtlinge, mit denen wir dann das große Haus teilten. Meine Großmutter hat manchmal einen Haushalt geführt mit 30 bis 40 Personen. Und da kamen Flüchtlingstrecks auch mit Pferden. Plötzlich hatten wir mehr Pferde auf dem Hof, als nötig waren. Und Menschen und so weiter. Also das habe ich bewusst erlebt. Naja, und da auch wieder nochmal eine andere Facette von diesem Gemeinschaftsgedanken, in dem das Ganze nur möglich ist. Auch das war ja sehr beeindruckend, dass wir ja nicht nur die Menschen, die Flucht und Vertreibung erlebt haben,
interviewt haben, sondern auch die sich ausdrücken durften, die erlebt haben, dass ganz viele Menschen auf einmal in ihr Dorf gekommen sind und welche Ängste das auch ausgelöst hat in einer Situation, die völlig unsicher war. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, um sich gegenseitig tiefer zu verstehen. Bei uns waren damals in meinem Elternhaus auch schon ausgebombte Leute mit untergebracht. Einmal aus Hamburg und dann aber auch aus Hannover und auch eine Familie aus Braunschweig, das heißt da ein Ehepaar. Also da war im Grunde genommen hier doch die Einsicht oder auch die Bereitschaft dann vorhanden, dass solche Dinge auf uns zukommen würden, dass man andere Menschen, die durch Kriegsereignisse in Bedrängnis gekommen waren, dann mit unterbringen musste, versorgen musste. Da sind Flugblätter gefallen. Naja, das hast du aber so als Kind einfach so mitgenommen, aber was das neben richtig bedeuten sollte, das hast du so gar nicht mitgekriegt. Und war ja schon schlechte Zeit und da sollte ich Milch ins Krankenhaus bringen. Und dann bin ich bis zur Hauptstraße gegangen und da sind schon die Russen lang gefahren. Und dann bin ich wieder abgehauen, bin wieder zurückgegangen, weil ich Angst hatte. Ne? Aber dann waren Russen auch bei uns stationiert. Die waren zu uns Kindern eigentlich gut. Die haben Spielzeug gebastelt. Und dann war in der Fabrik ein großes Lager, wo auch Russen waren. Dann sind wir abends hingegangen, die haben dann immer so schön gesungen. Und wir hatten dann auch Glück, dass bei uns in dem Block der Direktor von der Fabrik gewohnt hat und der hatte 2 Wohnungen und dann musste eine Wohnung abgeben. Da wohnte dann der russische Kommandant drin. Ne? Und da haben wir auch so mit Plünderungen und naja, diese ganzen Geschichten wenig abgekriegt. Ne? Und dann haben 3 Frauen, die Männer waren ja alle im Krieg, einen Polen von der Miliz zur Untermiete genommen. Ne? Und wenn er dann zu Mama kam und wollte irgendwie was haben, die sollte ihm was machen. Und Polnisch und Tschechisch ähnelt ja. Und dann habe ich das immer verstanden, also nicht alles, aber da hat er sich immer gewundert, hat immer gesagt, warum, versteht's, aber spricht nicht mit mir. Ne? Naja, hat die Mutter ihm das erklärt. Wenn in der Kantine was zum Essen gab, was er nicht mochte, dann hat er mir die Karte gegeben, dann konnte ich in die Kantine essen gehen. Wenn der vom Dienst kam und bei uns war kein Brot an der Brotmaschine, dann musste ich los und musste Brot holen. Also der war auch sehr gut. Ich nehme an, da musste man auch in eine Haltung hineinwachsen. Wir müssen abwarten, wie es nun weitergeht, denke ich mal. Also genau für Zukunft planen konnte man ja, glaube ich, nicht. Es war ja, glaube ich, immer erstmal das Bedürfnis für den Moment, erstmal doch da auch zu helfen oder es mitzutragen, so würde ich sagen. Ne? Zwangsarbeiter sind ja dann irgendwann wieder nach Hause zurückgekehrt und dann war erheblicher Arbeitskräftebedarf hier. Es war ja ein Betrieb mit einer Viehhaltung, Kuhstall, Schweinestall. Das waren alles Handarbeiten und da war schon großer Bedarf, denn viele der Arbeiter vorher sind ja auch im Krieg geblieben, nehme ich mal an. Die sind gar nicht zurückgekommen. Und da waren die Flüchtlinge, die dann in Essenrode eintrafen, in der Weise herzlich willkommen, dass sie an die Stelle der nicht mehr vorhandenen Arbeiter treten konnten. Das Besondere ist ja nun, dass da eine ganze gemeinschaftlich hier angekommen ist. Und meine Mutter hat dann die Familie Lück zu uns geholt. Und das hatte wohl auch praktische Gründe. Mein Vater war auch vermisst zu jener Zeit und meine Mutter saß allein da. Und die Fremdarbeiter waren inzwischen weg. Da bot es sich an, dass Herr Lück als Melkermeister dann eigentlich ich möchte beinahe sagen, eine willkommene Person dann gewesen war. Herr Lück hatte dann die
Kühe mit rausgetrieben. Wir liefen als Kinder mit. Also da kann ich mich ganz genau erinnern an diese Aussage, die an dem Tag also dann herumging. Der Krieg ist nun zu Ende. Die Dimension dessen, was da passiert ist einfach eigentlich unvorstellbar. Also selbst wenn wir uns aus einem Dorf herausbewegen in die nächste Stadt, in die nächste Umgebung, überall sind wir mit Menschen, die ähnliche Schicksale erlebt haben und die sich auch auf den Weg machen, um da klarer sehen zu können. Und das ist ja auch dann spannend. Also ich glaube auch, dass es eine Komponente ist, vielleicht andere Perspektiven einnehmen zu können, dass man anderen Menschen begegnet und trotzdem diese Dimension, dass es nicht weg ist, wenn ich mich von dem Platz, wo ich vielleicht geboren bin, wegbewege. Das ist allgegenwärtig. Das ist Teil unserer Geschichte, unserer gemeinsamen Geschichte in Europa. Ja, als Kind, 4-, 5-Jähriger, hatte ich da meine Kreise. Ich wusste im Kuhstall, welche Kuh ich am liebsten mochte. Ich wusste, wer im Schweinestall tätig war und so. Und jetzt musste ich das plötzlich teilen mit anderen. Oder musste sie davon abhalten. Da ist man als kleiner Junge nicht immer sehr kameradschaftlich. Das ist mir im Nachhinein ein bisschen aufgegangen und das wurde mir auch erzählt. Ich hätte sie alle nicht rangelassen. Rucksack, Milchkanne und dann ging es in der Nacht los. Da sollte ich die rüberbringen, aber da haben uns die Polen geschnappt und dann haben sie uns abgeführt. Dann da in die Fabrik zur Kommandantur und dann hat Lisbeth einen großen Rucksack auf dem Schlitten gehabt, war Winter. Und was da drin ist, hat sie gesagt, unsere Sachen, ne? Wir müssen ja was zum Anziehen haben, aufmachen. Ja, und da lagen ein paar Taschentücher oben drauf und da hat er gefragt, ob er sich die nehmen darf. Und dann durften wir weiter. Bin viel in die Tschechei gegangen, weil die Tschechen uns gelockt haben mit Essen. Da konnten wir Nahrungsmittel holen, brauchten auch nicht bezahlen. Ne? Geld haben wir ja nicht, kein tschechisches Geld gehabt. Und dann von Sackisch aus, dann immer früh um 4 oder wann es finster war, mit Erwachsenen rüber in die Tschechei und Nahrungsmittel geholt. Ne? Die erste Zeit, das war die schlimmste Zeit, das war von 45 bis 46 so. Es ist mal gut, dass ich so einen Charakter habe, so oben. Mir wollten sie einen Keller sperren, alles Jahr bin ich in den Keller gekriegt. Und dann kam da der Major, St. Politmajor, es war so kleiner, wie der Petruschka, so klein. Ne? Und der sagte, dann ist dort der Koran. Ja, ich sage, der will mir den Keller sperren. Nicht? Und dann sagte ich das immer, wenn wir Verpflegung kriegten. Wir konnten uns nicht holen, weil wir keinen hatten. Dann müssen wir abends gehen. Und dann hatten die so schlecht gewogen, da war nicht mehr da. Und dann kriegten wir nicht. Und dann war ich auf dem Feld. Ich sage, jetzt gehe ich Produkte holen. Und er sagt, und du gehst nicht. Nicht, war so groß, es waren Litauer, Bernisch nannten ihn immer. Nicht? Aber so war er auch. Da hat er so geschimpft über und wollte mit den Kerl sperren. Und abends sagt er zu mir, Anja sagt, meine Frau steht heute Posten, gehst du hinten rum, holt euch Holz. So eine Erinnerung sind auch wieder. Ne? Auch wie uns die Russen in Begel gekriegt haben. Da alle waren nicht so. Dann hat er auch von der Familie gesprochen. Und auf einmal sagt die Frau zu ihm, die Mädchen haben, die Vater und Mutter sind nicht da, die sind alleine. Dann geht er raus und dann kam er mit so eine Butterschmalz, war Fett, und sagte, wir sollten Fett essen, dass wir nicht krank würden. So waren auch welche bei, nicht? Ja, bis 46, bis zum 22. März. Und da mussten wir alle zum Bahnhof und dann haben sie uns alle in Viehwagen verfrachtet. Tja, du wusstest ja gar nicht, die haben gesagt, ihr müsst raus, aber du wusstest ja nicht, wohin.
Ne? Vielleicht in eine andere Stadt oder erstmal, wie wir dann in Glatz raus mussten, haben wir gedacht, dass wir da irgendwo bleiben. Ja, das war ja dann nur eine Nacht. Ja, die Zwillinge waren klein. Und dann im Finanzamt eine Nacht übergebracht. Meine Mutter hatte einen Kinderwagen, ich hatte den anderen Kinderwagen, da waren die Zwillinge drin. So, und dann oben im ersten Stock. Und da habe ich mit meiner Mutter die beiden Kinderwagen hochgehievt. Und wie der zweite Kinderwagen oben war, da bin ich zusammengeklappt. Und da war der Elektriker bei uns aus dem Dorf, der hat so einen kleinen Flachmann in der Tasche gehabt. Und da hat er mir erstmal einen Schnaps gegeben, dass ich wieder zu mir kam. Und den anderen Morgen wieder runter und dann, das war ein ganz schöner Weg da vom Finanzamt, durch Glatz wieder bis zum Bahnhof. Ne? Naja, wieder meine Mutter einen Kinderwagen, ich den alten Kinderwagen, wo mein Bruder und ich schon drin gelegen haben. Und dann ging immer das Rad vom Kinderwagen ab und das Rädel immer und kurz vor der Neiße ist es immer umgekippt. Also bis in die Neiße hat es nicht geschafft. Naja, haben wir das Rädel wieder dran gemacht und dann ging es weiter. Und dann wieder ein Viehwagen. Ja, wusstest immer noch nicht wohin. Ne? Naja, und dann los. Ja, dann kann ich mich erinnern, das war einmal hat der Zug gehalten und lange gehalten. Und dann hast du gesehen, ein Stückchen weiter, dass da ein Dorf war. Da haben wir vom Roten Kreuz dann immer Essen gekriegt. Naja, wir hatten ja eine kleine Milchkanne. Ne, und dann bin ich immer hin und habe was zu essen geholt. Wir waren im 3. Wagen hinter der Lokomotive. Und mit einmal hat sich der Zug in Bewegung gesetzt. Und ich bin gerannt. Ne? Und meine Mutter hat vorne geschrien. Ne? War auch wieder gut, dass sie Polnisch konnte, weil der Lokführer ja auch ein Pole war. Und da hat er angehalten. Und dann hat Mutti gesagt, jetzt gehst du aber nicht mehr raus. Ja, aber beim nächsten Mal, die konnte von den Kindern nicht weg, also musste ich. Ne? Ja, Lenchen, also meine eine Schwester, hat gesagt, heute noch, du bist unsere zweite Mutter. Weil ich habe ja die Kinder, Mutti war im Krankenhaus, war eine Frau, die auf uns aufpassen sollte oder Essen kochen sollte. Ja, wer hat's gemacht? Mach du mal. Ja, also an Kohlfurt kann ich mich erinnern. Ich glaube, das war das erste Mal, wo wir dann schon entlaust wurden. Da sahen wir aus wie die Schneemänner. Hier rein, überall wurde so ein weißes Pulver reingepustet gegen die Läuse. Und von Marienthal sind wir dann nach Lehre. Ne? Und dann sind also wir aus den Fabrikhäusern alle in Wenthausen gelandet. Und die aus dem Dorf sind nach Bayenrode gekommen. Naja, wir dachten, wir mussten da bleiben, nicht? Und dann waren wir hiesige Leute und die haben einen Sohn gehabt, in Recklinghausen war der. Und die kriegten die dann Post. Dann hat er gesagt, haben die denn keine Verwandten? Und dann konnte sich meine Schwester erinnern, dass wir Tante Marie in Rheinhausen hatten. Nun geht's los. Und dann hat der da die Polizei benachrichtigt und die hat diese Tante Marie ausfindig gemacht. Und Tante Marie wusste, dass die Eltern im Hannoverschen waren. Und wir mussten ja noch da bleiben, raus ging es ja nicht. Und nachher haben sie durch Rote Kreuz Antrag gemacht, das lief hier ein paar Jahre. 1954 habe ich hier noch geheiratet und da schickten sie uns ja auch Pakete. Und dann haben die ja auch auf der Post, ich musste ja das dann abholen. Oh, wer heiratet denn, wer macht denn Hochzeit nicht? Ich habe dann polnisch da geheiratet, weil ich katholisch war, nicht? Und so, da waren den anderen Tag kamen sie gleich und wollten den Schleier abkaufen und dies abkaufen, dies war hier nichts, nicht? Das war schon eine Sensation, der nicht auch, will ich sagen, wie wir Bescheid kriegten, auch die Polen, wie wir Bescheid kriegten, dass die Eltern lebten, die haben sich mitgefreut. Wir waren hier viele Leute da auf dem Gut, nicht? Und jeder, was, ich hab Post gekriegt, nicht? Ja, die Freude war groß. Ich weiß nicht, wie die anderen gedacht hat. Bei mir war es so, nach den Eltern wollte ich.
dann gingen wir über die Straße und dann gucke ich so und da sagte ich, ach, da kommt unser Papa. Da kam er mit dem Maigatter und mit dem Erich, kamen sie mit dem Bus. Wir hätten können mit dem Zug herkommen, aber kamen sie uns mit dem kleinen Bulle herholen. Ja, war der Freude groß. Ja, so war das. Das sind Geschichten, die zum Teil erschütternd waren, die ich mir angehört habe und gerne auch angehört habe, gerne in Anführungsstrichen, weil ich gespürt habe, wie wichtig und wie gut es ist, wenn Menschen etwas erzählen können von ihrer Geschichte und gerade von ihren tiefen Tälern. Und das ist eben auch das Erstaunliche, dass in einem Leben, das 80, 90 Jahre alt war, diese Zeit der Flucht und auch der Vertreibung und des Neuanfangs ja eine relativ kurze Zeit nur gewesen ist im Gesamtverlauf ihres Lebens, aber dass diese Zeit einen ganz, ganz großen, breiten Raum einnimmt im Verhältnis zu dem anderen. Und damit ist mir deutlich geworden, dass es ihnen schon wichtig ist und dass es ihnen ein wichtiges Anliegen ist, auch für sich selbst, davon erzählen zu können, um damit auch ein Stück weit Befreiung zu erfahren oder auch den Weg wieder in die Zukunft eröffnet zu bekommen, aus der Erinnerung heraus nach vorne, wenn auch das nicht immer so bewusst gewesen ist. Guten Morgen, Frau Krause. Zwei Lehrer und der eine wurde eingezogen und dann musste der eine machen und der hatte 8 Klassen. Das waren 8 Klassen. Ja, von 1. bis 8. Das bin ich da. Ja. 42, wann sind Sie geboren? 29. 29, da waren Sie 13. Das war dann schon die 8. Klasse, oder? Ja, 44 sind wir aus der Schule gekommen. Das Jahr 1945 hat im Grunde genommen 2 Altersgenossen zusammengeführt, nämlich Waldemar und mich. Also die Schwierigkeiten, die sich mit all dem verbanden, hat man als Kind gar nicht so wahrgenommen. Und hier zum Beispiel mit Waldemar, da sind wir dann nachher, haben wir dann zusammen im Sand auch gespielt. Dann waren wir hier in der Schule zusammen, hier, aber ob nun sehr eng oder so, weiß ich gar nicht mal. Aber dann ist diese Freundschaft, die ist im Grunde genommen dann durch unsere täglichen Radfahrten nach Fallersleben, die ist dann einfach enger geworden. Und das war dann auch dann so, dass wir unterwegs die Apfelbäume alle ganz gut kannten. Auf dem Baum, da sind die und die, ja, und da, oder da müssten wir mal sehen, dass wir da welche runterholen. Ne? Also solche Dinge sind dann auch passiert. Ja, auf der Rückseite dann. Dann mussten wir ja dann schon zur Schule gehen und da haben wir von den Engländern Schulspeisung gekriegt. Immer so eine Grießsuppe oder Haferflockensuppe und da waren immer viel Rosinen drin. Ja, und meine Freundin Mäuschen, mit der bin ich ja heute noch befreundet, das war ja eine Bauerstochter. Ja, die Rosinen, die haben ja auch gelockt. Das haben die ja wieder nicht gekriegt. Da habe ich mit der immer getauscht. Ich habe ein Wurstbrot gekriegt und die hat meine Suppe gekriegt. Und dann wurden die unterernährten Kinder vom Lehrer verteilt im Dorf zum Essen. Ja, unsere Bauersfrau, die wollte keinen. Und dann bin ich zur Schafmeister Kracht 2-mal zum Essen gegangen. Und dann hat unsere Frau Vogels das mitgekriegt. Das kann aber nicht angehen, dass du nach fremde Lüeton äten gehst. Und dann habe ich bei Vogels Mittag gekriegt. Ich kann mich an meine Mutter, ich habe ja mit ihr viel gesprochen. Nicht? Ich weiß zum Beispiel, dass sie mich immer schlafen gelegt hat mittags, nicht? Dass sie mir einen Apfel gegeben hat und ich den gegessen habe. Und. Das waren so Kleinigkeiten, an die man sich so erinnert. Nicht? Und kurz danach hat meine Mutter eine Blinddarmentzündung gekriegt und einen Blinddarmdurchbruch. Und dann haben sie nicht in Gifhorn operiert, sondern haben sie nach Wolfsburg gebracht. Da hieß Wolfsburg noch KDF-Stadt. Nicht? Und das war in solchen Baracken, wo dieses Krankenhaus war, nicht? Haben da, ich kann mich nur erinnern, dass wir da alle um meine Mutter rumsaßen, nicht? Und dann haben sie mich rausgeschickt oder was.
Und da ist sie dann im November 1945 gestorben. Das war also schon für mich irgendwie ein Schock. Ich kann mich erinnern, dass ich da bei meiner Großmutter saß und geheult habe wie ein Schlosshund. Das war also schon etwas. Und ich bin dann bei meiner Oma geblieben in Gifhorn bis 1950. Und dann bin ich hier nach Essenrode gekommen und seitdem wohne ich in Essenrode. Meine Mutter ist eine Frau, die sich sehr unterordnen kann, aber auch einen sehr bestimmten Willen hat. Was sie nicht verändern kann, das hat sie akzeptiert. Aber sie hat immer daran gebohrt, dass sie doch eine Lücke fand. Die ist über die Grenze bei Wassensdorf, Übersfelde. Und da konnte man, wenn man das geschickt angestellt hat und wusste, wie man das anstellen musste, dann konnte man da durch. Und so hat meine Mutter einige der Verwandten hier rübergebracht. Da bin ich das erste Mal zurückgefahren auf dem Hauptbahnhof in Leipzig und dann nach Wassensdorf. Ja, und da haben wir einige Tage, waren wir in Wassensdorf und auf einmal sagt meine Mutter so, jetzt müssen wir los. Also wir gehen jetzt nach Essenrode. Wir gehen zur anderen Oma. Ja, da sind wir zur anderen Oma gegangen. Das heißt, morgens um 5:30 wir mussten da raus, weil der Wachwechsel um 6:30 war, zwischen 6 und 7 war. Und dann sind wir, ich kann das noch wie heute so mit meinen kleinen Füßchen, der Weg führte über einen kleinen Bach oder Fluss, kann man nicht sagen, weg. Und da war eine Brücke und diese Brücke war zerstört. Das heißt, du konntest sie nicht befahren, du konntest nur gehen, musstest aber von Eisenträger zu Eisenträger gehen. Und die waren ja so weit auseinander, ich mit meinen kleinen Füßchen, ich bin dann ein paar Mal abgetaucht, bin dann von ihr so wieder am Kragen festgehalten worden, dass ich nicht in diesen Bach rutschte. Ja, und in Essenrode war es die erste Zeit nicht so angenehm, weil ich keine Spielkameraden hatte. Ich war ja gewohnt, oder da in Sandersdorf waren wir ja nun auf der Straße einige Kinder und wir waren gewohnt, immer was zu unternehmen. Und hier habe ich außer Heiner Rietz, das war mein erster Spielkamerad, keine anderen getroffen. Warum? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Das sind so, und mit der Schule, mit dem Beginn, mit der Einschulung, wurdest du dann ja integrierter. Du warst aber immer in Essenrode das Flüchtlingskind. Ob das bei den anderen genauso war, weiß ich nicht. Aber man hat manchmal gespürt, dass man nicht von hier war. Aber so eine Integration muss ja auch wachsen. Und sie wächst, finde ich, am besten, wenn man klein ist und unbedarft ist. Und das alles nicht so sieht, wie man als Erwachsener da das beurteilen würde. Also ich sage, Essenrode ist mein Heimatort. Und das wird es auch bleiben. Ja. Aber Sie sind dann hier angekommen und sind auch gut integriert und Sie haben sich auch integriert, indem Sie an diesem Leben des Dorfes teilgenommen haben. Bei den meisten war es einfach das Vertrauen und die Hoffnung, wir schaffen das. Es wird uns möglich sein. Wir haben das Schwere jetzt überstanden und insofern wird es auch einen Weg geben für die Zukunft, der für uns gut wird. »1. Mai in Essenrode. Das Maifest klingt aus mit dem Feuerwehrball. Seit 6 Uhr morgens sind sie auf den Beinen. Das Ständchen für den Feuerwehrchef und den Bürgermeister, eine Gefallenenehrung mit Ansprache des Pastors und schließlich das Preisschießen, ein strapaziöses Programm. Es ist nicht immer einfach, auf dem Dorf Feuerwehrmann zu sein. Die Essenröder haben das eigentlich gut akzeptiert und man ist gleich mit denen zusammengewachsen irgendwie.
Auch die Flüchtlinge. Und wir waren ja viel mit Ortmann zusammen, die waren auch geflüchtet und dann wurde ja viel über die Flucht auch erzählt. Ich habe großen Respekt davor, denn die haben ja weitaus mehr durchgemacht. Die waren wochenlang auf der Flucht und kein Essen, kein Trinken, mussten sehen, wo sie unterkamen. Und das alles habe ich ja nicht durchgemacht, also haben die viel mehr durchgemacht. Und ich weiß nicht, wann wir zusammen waren und nicht über die Flucht gesprochen haben. Jedes Mal war das Thema Flucht, ja. Aber auch schöne Erinnerungen, nicht nur eben die schlechte, ja, wie es auf Elisenhof war. Aber sonst war eine super Gemeinschaft hier. Und ich hatte gleich Freunde, also das war richtig schön. Ja, 1951 hat sie geheiratet, den Rudi Dostal, der ebenfalls aus Pommern kommt, Neustettin kommt da. Ja, er hat bei Brendis gearbeitet, meine Mutter hat auf dem Gut gearbeitet. Und da so haben sie sich, Essenrode hat ja relativ früh auch mit Fahnenjagen und so mit Festen wieder gefeiert. Die haben ja relativ, die haben das einzig Richtige gemacht. Die haben das gemacht, was man zum Leben eigentlich braucht, nämlich auch Freude. Die haben sich geholt durch solche Sachen. Wie stolz meine Mutter hier ist, wie Oskar, dass sie die Fahne tragen darf. Fahnenjagen, ja. Das war 3 Tage Fahnenjagen. 3 Tage immer dasselbe Kleid, dann, weil wir nichts hatten. Die Essenröder hatten ja jeden Tag ein anderes an. Und ich kann das aber nicht mehr ganz genau. Da muss ich auch sagen, die Fahne hier aus unserer Mitte, von unserer Hand geziert, geschmückt, die geben wir gern auf eure Bitte. Die Mädchen kamen alle auf dem Pferdewagen und dieser Pferdewagen wurde auch geschmückt. Und dann ging es durchs Dorf. Und die Pferde vorweg und der Mädchenwagen hinterher. Und dann am Schützenplatz hoch, da war ja noch Feldweg und da fand das Fahnenjagen statt. Und wer jetzt den Ring 3-mal getroffen hat, der wurde dann König. Und dann wurde die Fahne angeschlagen. Und dann ging es am Schloss vorbei und der Herr von Lüneburg stand da und hat uns alle begrüßt. Hier in Essenrode saß ja der Onkel Ernst, mein Adoptivonkel. Und nach der Adoption wurden wir sicher regelmäßig eingeladen zu seinem Geburtstag und zu Weihnachten. Und dann begegnete ich ja auch Menschen, die hier neu waren in Essenrode. Aber ich kannte die Alten auch nicht. Verantwortung wurde mir mehr oder weniger in den 60er Jahren schon übertragen. Da habe ich mich aber vertreten lassen durch Verwalter. Die Menschen, die kamen, füllten die leeren Arbeitsstellen erstmal aus. Mit der Zeit entwickelte sich das VW-Werk und der Sog in die Automobilindustrie war sehr stark. Und natürlich kamen sehr viele aus der Landwirtschaft dann im VW-Werk an. Und das war für die damalige Zeit schon ein Problem, weil die Umstellung vom Handarbeitsbetrieb zum voll mechanisierten landwirtschaftlichen Betrieb erst in Gang war und es wurden noch viele Arbeitskräfte benötigt. Sodass hier manchmal auch ein Vakuum entstand und Wohnungen belegt waren, die nicht mehr auf dem Gut arbeiten, sondern schon im VW. Und da musste dauernd ein Wechsel angetreten werden. Ich persönlich, als ich hier antrat 1970, hatte sich das alles völlig entspannt. Da war es fast umgekehrt, dass man sagen konnte, man gut, dass es das VW-Werk gibt, denn in dem mechanisierten Betrieb der Landwirtschaft brauchten wir die Arbeitskräfte auch nicht mehr. War letzten Endes hier VW dann auch ein Segen für die ganze Umgebung hier. Ne? Es wäre ja auch kaum denkbar gewesen, dass diese vielen Menschen alle noch in der Landwirtschaft hätten Arbeit gefunden. Ne? Der Ort konnte auch wachsen, weil nun eben auch wieder mehr Kaufkraft auch schon vorhanden war. Ne?
hatte mich mit der Historie und der Geschichte dieses Dorfes im Vorfeld schon beschäftigt und wusste, dass also Essenrode ein Dorf ist mit vielen Flüchtlingen und auch Vertriebenen, nicht nur vom Elisenhof, sondern Bessarabien, aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen auch. Das war mir schon bewusst. Und ich habe mich gefreut, das war eine schöne Erfahrung, dass die Menschen mich mit offenen Armen hier aufgenommen haben. Mir von Anfang an das Vertrauen auch geschenkt haben, sodass ich hier meinen Weg finden konnte, mit der Hilfe dieser vielen Flüchtlinge natürlich auch, die wahrscheinlich aus eigener Erfahrung wussten, wie schwer es ist, einen Neuanfang zu machen. Das darf man ja nicht unterschätzen, das, was diese Menschen erlebt haben, als sie Kinder waren. Das war ja hochdramatisch und es war oft lebensbedrohlich und lebensgefährlich. Und jetzt haben sie aber diesen Raum gehabt, gemeinsam mit uns nochmal dahin wie zurückzugehen an den Punkt und von da aus zu erzählen. Und das hat ja oft auch dazu geführt, dass die Menschen dann im Anschluss an die Interviews gesagt haben, zum Beispiel, so habe ich die Geschichte noch nie erzählt. Oder das braucht jetzt wieder Zeit, damit ich das nochmal verarbeiten kann. Oder da werde ich jetzt häufig nachts noch wieder drüber nachdenken müssen. Also für mich hatte das auch eine neue Form, vielleicht könnte man sogar sagen, eine neue Qualität oder eine neue Dimension, eine neue Kraft, dass durch das Erzählen und auch das emotionale Erzählen, das war ja häufig auch sehr, sehr emotional, dass ich da auch wirklich was lösen konnte, auflösen konnte. Und das nach 75 Jahren. Aber in dieser Zeit, wo die Russen auch da waren, sind wir 4 Mädchen nach Helmstedt gegangen, ins Brunnentheater, war nachmittags eine Vorstellung, aber die Grenze war schon. Und wir sind durch den Wald gegangen, haben das Theaterstück da gesehen und sind nach Hause und da haben uns die Russen gefasst. Und mein Stiefvater hatte das erfahren und dann ist er hin und hat gesagt, das sind unsere Mädchen, die waren nur ins Theater und lasst sie bitte frei. Und dann haben sie uns aus dem Keller wieder rausgelassen. Und die kannten ja auch die ganzen Lieder damals, die wir da singen mussten, wie die Russen da waren. Bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Das habe ich noch behalten. Und wir haben ja auch 2 Jahre Russisch lernen müssen. Dann, so wie sie hier Englisch gelernt haben, haben wir da Russisch gelernt. Ne? Und wenn irgendwas war, dann habe ich immer gesagt, Gabrielche, die Panimetski, Paruski ne Ponemai. Wie die Russen weg waren, waren da Grenzer. Und die sind Patrouille gelaufen. Und Zeit später hieß es, die Grenze wird befestigt, also dicht gemacht. Und da haben wir im Dorf beschlossen, 2 Jungen und ich, dass wir da raus wollten. Wir wollten einfach Weilweg verlassen. Ich hatte ja schon Kontakt, weil 2 Tanten von mir in Essenrode wohnten. Und jetzt kam der Tag näher und da ist die Schwester von dem einen, wo wir mitgeflüchtet sind, mit einem Handwagen gekommen. Und die kannte diese Grenzer da oben schon. Und dann sind wir mit dem Handwagen, hatten noch Reserveschuhe drin, da lag dann ein Sack drüber. Und dann sind wir hoch über die Grenze. Die Grenzer hatten uns aber angehalten, aber dadurch, dass die Maria kannten, haben sie uns durchgelassen, weil wir Holz sammeln wollten. So, und die hat uns dann runtergebracht, nur noch an der anderen Seite den Klosterberg runter. Und dann haben wir unsere Schuhe genommen. Wir mussten da durch die Riede, durchs Wasser, sind durch und dann haben wir uns trockene Schuhe angezogen und dann nach Helmstedt zum Bahnhof. Da hatten wir ein Gefühl, das ist unbeschreibbar, weil wir gedacht haben, so jetzt sind wir weg, jetzt sind wir frei. Aber ich denke immer, einer, der gar nicht geflüchtet ist, der kann sich da gar nicht reinversetzen. Dieses Gefühl schon, komme ich heile über die Grenze, komme ich heile an oder nicht.
Und dann haben wir an der Grenze gestanden, da morgens 5:30 und haben gewartet, dass um 6 das Band durchgeschnitten wurde da. Und da kamen uns schon die Weferlinger und Wallbecker alle mit Kerzen und Kapelle entgegen. Und wir sind dann rüber und dann sind wir zu Fuß gegangen und da hat ein Trabi angehalten und hat gesagt, wo wolltest du denn hin? Und da habe ich gesagt, nach Ballbeck. Und da konnten wir einsteigen und die haben uns dann mitgenommen. Aber das war also einmalig. Und dann bin ich ja gleich wieder hin, weil ich mal zum Friedhof wollte, wo meine Mutter lag. Ne? Ja. Ja, aber der Augenblick da, wie die Grenze auf war. Nun wusste ich ja auch, dass mein Vater da unten erschossen worden war, genau wo die Grenze jetzt aufgemacht wurde. Ne? Das war schon ein Moment. Mein Vater hat damals die Flüchtlingstrecks rübergeführt über die Grenze. Von Weferlingen aus nach Grasleben. Dann haben sie ihn verpfiffen und die Russen haben ihn dann unten in der Wiese erschossen. Das heißt, er hat anderen Menschen geholfen, über die Grenze zu kommen? Er hat anderen geholfen, über die Grenze zu kommen und ist dann aber selber erschossen worden. Aber zu der Zeit war ja meine Mutter von ihm geschieden. Oh. Welchen Effekt hat es denn eigentlich gemacht, dass meine Eltern und meine Großeltern dieses Kriegserleben und dieses Erleben von Flucht hatten, das ich ja persönlich ja gar nicht hatte. Und dennoch hat es ja offensichtlich einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Naja, das ist ja spannend. Du sagst, ganz offensichtlich hatte das Erleben deiner Eltern einen Einfluss darauf, welchen Weg du in deinem Leben gegangen bist. Aber ganz so offensichtlich ist es ja in dem Augenblick, in dem man da drin ist, ja nicht. Und das ist ja das Spannende, dass es offensichtlich wird, wenn man einen Schritt zurücktritt, dann kann es ja erst offensichtlich werden. Aber wenn ich genau drin bin, dann nicht. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Mein Vater ist eigentlich Rudi Dostal. Ist ja meine Bezugsperson gewesen. Mein Vater war zu der Zeit Soldat. Er hat Hochzeitsurlaub bekommen und hat auch Osterurlaub, sonst ging es theoretisch nicht. Mein Geburtsdatum wäre dann sonst nicht möglich. Er muss also zu Ostern zu Hause gewesen sein. Die letzte bekannte Information ist, dass er Ende April sich gemeldet hatte, dass noch alles in Ordnung ist. Und am 8. Mai, als der Krieg zu Ende war, war mein Vater nicht mehr da. Ja, als Kind hast du das irgendwie ganz anders empfunden, ne? Da hast du gar nicht drüber nachgedacht. Es war eben so. Und was ich schlimm fand von meiner Mutter, alle beide Brüder sind gefallen. Und Sonntag, wenn die Oma gesagt hat, geh mal rauf, weck mal Onkel Albert, der soll aufstehen in der Kirche. Und dann habe ich immer gesagt, Flischstackerle aufstehen. Und wenn der in Urlaub kam, der war ja auch im Krieg, die wohnten ja in Grenzegg und der ist dann immer nach Sackisch gekommen. Ich muss doch meinen Flischstackerle wieder besuchen. Und wie der gefallen ist, also da habe ich geheult wie so ein Schlosshund. 1944 war er noch mal hier, und zwar im Dezember, über Weihnachten sogar, und musste Anfang Januar 1945 dann sich an der Ostfront melden. Und das ist im Grunde genommen ja die einzige Erinnerung, die ich bewusst an meinen Vater habe. Er war ja die ganze Zeit über auch nicht anwesend. Die eigentliche Todesnachricht haben wir erst Anfang 1951 war es wohl. Da ist dann die endgültige Mitteilung gekommen. Ne?
Und wenn man so sehr belastet ist mit Dingen aus der Vergangenheit, dann kann man nicht frohen Mutes das Leben jetzt genießen und frohen Mutes und voller Hoffnung in die Zukunft schauen. Das meine ich befreiend. Die Erinnerung kann befreien für ein Leben jetzt hier noch, aber auch dann gerade für ein Leben in Frieden in der Zukunft unter den Menschen überall, hier in Estenrode, aber auch Deutschland, Europa und weltweit. Irgendwann muss irgendwer hinschauen und hinfühlen. Dann gibt es die Chance, dass sich was löst und vielleicht auch erlöst werden kann.